Herzlich willkommen bei Inspire Tomorrow. Heute sind wir in Mannheim im wunderschönen Speicher 7. Und es sind wieder die Geschichten, die mir und uns so ans Herz gehen. Da sind zwei Männer, die haben eine Idee. Diese Idee wollen sie umsetzen und gehen ganz spannend ihren Weg, weil am Anfang gar nicht so klar ist, wie das alles umgesetzt werden soll. Aber das Bauchgefühl sagt einfach, wir machen das. Wie das alles gewesen ist, darüber unterhalte ich mich heute mit den beiden Köpfen hinter dem Speicher 7, mit Jürgen Thekart und Thorsten Kraft. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. Schön, hi. Es ist ganz immer so wunderschön bei euch. Es ist ein Ankommen, es ist wie Familie. Man kommt an und ist da. War das eure Idee, als ihr euch überlegt habt, mit dem wunderschönen Speicher muss in Mannheim doch jetzt mal was passieren? Ja, es hat sich eigentlich selbst so gemacht. Ja. Und da wir sind, wie wir sind, ist es praktisch in so eine Energie gegangen, ja, dass wir einfach persönlicher sind und freier. Ja, und nicht so ein braves Hotel machen wollten, ohne dass jetzt hier Chaos herrscht. Ja. Und das war eigentlich alles nie so richtig durchdacht. Also wir haben immer jeden Impuls irgendwie aufgenommen und nur reagiert. Ja? Klar auch natürlich mit Ideen und Wünschen, wie wir es gerne umsetzen wollten oder wollen. Und ja, es war einfach plötzlich da. Plötzlich da? Wie schön, wie schön. Ja. Das war wirklich der Impuls. Das ist ja auch nicht euer erstes Projekt. Ja, ihr seid ja quasi permanent die kreativen Köpfe, die neue Dinge hervorbringen, wie jetzt Not the Same, ja, euer neuestes Projekt. Aber Thorsten, wie hast du das damals empfunden? War das so ein Moment, wo man einfach sagte, jetzt ist er da und jetzt wissen wir wollen es machen? Oder war es so eine Zeit, wo ihr habt überlegen müssen? Wie war das? Überlegen gar nicht. Wir haben einfach gemacht, weil es einfach Spaß macht. Wir sind einfach los und haben einfach versucht, es zu leben und sind einfach in den Zug gestiegen, da mal hingefahren, da mal ins Flugzeug, da mal gekauft. Wir haben einen riesen Fundus auch gehabt. Also wir haben auch viele Sachen, wo wir eigentlich schon gesehen haben an den Wänden, wo wir hier reingekommen sind und haben das gelebt einfach. Wunderbar. Das heißt, ihr habt wirklich das Gebäude gesehen, ihr habt die vielen Sachen zusammengesammelt ja, und habt gesagt, und das fügen wir jetzt irgendwie zusammen und es wird ein Hotel. Und es war ja auch, es war ja ganz anders, es war ja alles frei und offen, es war ja ein Getreidespeicher. Und wir hatten eigentlich das Gute, dass wir sehen konnten, wie es aussieht. Das ist auch sowas, dass man auch mal diese Mauern sieht und wie es gestaltet werden soll. Und das Gute ist, dass wir keine Architekten waren, dass wir einfach, da kommt das rein, obwohl es gar nicht möglich war. Aber durch viele Ideen und durch vieles kam es dann zusammen und ist dann instande gekommen, das Ganze. Ja, wie schön. Jetzt würden ja viele Leute sagen, sowas für so ein Projekt braucht man ja Geld. Ist ja auch richtig. Ja, man braucht ja auch eine ordentliche Investition, das zu machen. Ja. Und bei euch war es ja damals so gewesen, wenn ich das richtig verstanden hatte, Jürgen. Irgendwie tolle Idee, ja, überall die Zettel ausgeteilt. So viel Geld brauchen wir und das so müsste es sein. Dann habt ihr Freunde und potenzielle Geldgeber eingeladen und habt denen eure Idee vorgetragen. Ja, im Grunde war es eigentlich so, dass wir einfach losgegangen sind. Ich habe den Vorvertrag unterschrieben, bin nach Indien für 6 Wochen und dann ist erstmal diese Energie gekommen. Ja? Und für uns war es mal wichtig, irgendwie in dem Projekt zu sein. Und auch der Investor ist ja auch kein normaler, wenn man jetzt so sagen will. Der hat ja nie einen, wie sagt man, Bilanzplan. Businessplan. Gesehen, ja, Businessplan oder Finanzplan gesehen. Also den hatten wir auch nicht. Und und dann, klar, es kam natürlich immer die Situation, wo kriegen wir jetzt Geld her? Und das ist wirklich dann immer vom Himmel gefallen, so ein bisschen. Ne? Natürlich auch, Thorsten hat auch seine Fähigkeiten gut in diesem Thema, dass man dann wirklich guckt, haben wir es uns einfach so ein bisschen zusammengenagelt. Ein bisschen Leasing, ein bisschen da, ein paar Anteile verkauft, aber im Freundeskreis, dass alles ein bisschen in der Familie bleibt. Und es kam, wie es dann kam. Und also der Weg entstand beim Gehen. Ja. Und wir hatten auch keine Angst. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten null Angst. Also die meiste Angst und Mut spielt sich an den Köpfen ab. Und wir hatten einfach nur den Mut oder den Ehrgeiz, dieses Projekt zu erschaffen. Wir haben auch viel kleiner gedacht. Wir haben ja nie gedacht, dass es so ein tolles Ding wird. Ja. Wir hatten einfach klein gedacht. Wir hatten einfach gedacht, wir gehen morgens
Der Jürgen kommt vom Blumenladen, macht's Frühstück und Ja. ich komme und mache die Rezeption und gehe dann wieder in das Café zurück oder so. So hatten wir ja gedacht. Und die erste Frage nach dem Computer, wir brauchen einen Computer. Ja. Nee, braucht ihr nicht. Wir haben ein Buch, das schreiben wir rein, Herr Meier vom Montag. So haben wir das einfach vorgestellt. Das war auch gut, weil wir einfach gar nicht, schon hätten wir das vielleicht auch gar nicht gemacht, wenn es so professionell dann gewesen wäre, weil das sind wir ja gar nicht. Ja. Herrlich, herrlich. Aber hast du eine Idee, warum hattet ihr keine Angst? Ich meine, die Angst ist ja so ein Gefühl, viele Menschen haben ja Angst. Ist ja auch so ein Urgefühl, was wir haben. Ne? Und ständig halt Die haben wir beide leider nicht. Zum Glück wollte ich sagen. Die haben wir zum Glück nicht, diese Angst, sondern haben einfach losgelegt. Ja. Immer, bei allen vielen Projekten auch. Bei allen schon, also vorher auch. schon. Also von Anfang an habt ihr gesagt, komm, jetzt machen wir mal. Wenn wir einkaufen, auch für den neuen Laden auf der Messe. Und da haben wir einfach gemacht. Ganz toll. Ja. Wie seid ihr dann auch mal, ich meine, eben bei diesen vielen Projekten, jetzt auch beim Speicher 7, da gab es ja sicherlich auch mal Nächte, wo man nachts wach liegt und denkt, was haben wir jetzt angezettelt? Bei mir eigentlich nicht. Bei dir nicht? Nö, Du hast immer gesagt, nein. das Wenn geht. man weiß, dass man das kann und eine Disziplin hat. Und das war ja auch schön immer. Wir haben uns dann auch wieder, manchmal dann auch wieder zurecht. Wir bleiben bei unserer Sache, weil es kommen ja auch viele Einflüsse von außen. Das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Ja. Und dann haben wir uns einfach, das hat mich auch beruhigt, wenn der Jürgen gesagt hat, wir bleiben bei uns. Das finde ich toll. Der Jürgen hat so schön zu mir immer gesagt, das Gequatsche der anderen holt einen von sich selbst weg. Ja. Ja? Ist auch so. Das heißt, ihr habt da in dem ganzen Projekt einfach gut auf euch aufgepasst und habt gesagt, egal was alle anderen jetzt erzählen, ist wichtig, was wir beide uns erzählen und wie wir das machen wollen. Weil wir auch keine Hotelleute sind letztendlich. Wir fahren zwar auch in Urlaub, aber das kann auch mal nur Dusche auf dem Gang sein. Also wir sind ja gar nicht so, deswegen kannten wir das ja auch gar nicht. Wir haben einfach gedacht, wie können wir uns schön wohlfühlen im Haus. Ja. Wir haben auch nie in anderen Hotels geguckt oder wir waren einfach, wir machen das so, wie wir uns das vorstellen. So hätten wir es gern. So leben wir privat auch. Ja. Wie damals mit dem Café Flo, ne? Wo ihr gesagt habt, wir wollen mal einen gescheiten Kaffee hier irgendwo trinken. Wo geht denn das jetzt? Ja, es gibt ja auch oft Situationen, wo du bist, dann ist das eine gut, dann ist die Musik schlimm oder das Licht. Ja, es stimmt ja irgendwie nie ganz. Bei uns bestimmt auch nicht. Also es ist bestimmt auch irgendwo ein Haken. Ja? Den habe ich noch nicht gefunden. Ja, okay. Ja, weil so ganz perfekt kann man es ja nie machen. Und da man es auch nicht jedem recht machen kann, wirklich nicht jedem, dann macht man einfach das, was man selbst gut findet. Ja. Und dann... Was der Bauch sagt. Ja, und dann auch, also bei uns auch mit dem, zum Thema Angst zurückzukommen. Ich glaube, wenn man sich selbst nicht gut versorgt, konnten uns auch programmieren über die früheren Existenzängste. Das gab es schon, aber das liegt schon 30 Jahre zurück. Und über die frühen Existenzängste haben wir unabhängig voneinander gelernt, dass wir wussten, okay, von 12 bis um 6 muss ich schlafen. Ja? Und wenn du selbst irgendwie aus der Versorgung rausfällst, ja, für dich selbst, dann funktioniert nichts mehr, dann beißt man nur noch um sich in so einem Projekt. Und so war das alles gut. Ja? Ich habe mich auch immer wieder rausgebeamt, sage ich bin jetzt eine Viertelstunde weg, war ich in irgendeinem Zimmer, habe meditiert. Ja. Dann kam ich zurück und dann ging es wieder. Ja? Und dann konnte das Telefon klingeln, da konnte jemand quatschen und von allen Seiten. Das kann man dann machen, aber man muss sich wirklich gut versorgen. Und dass man nicht so zerrissen wird. Also immer das Zentrieren auf sich selbst. Ja? Also wenn du sagst, es gab auch schon mal schlechte Erfahrungen, natürlich, das gibt es natürlich. Also wenn man Unternehmer ist, gibt es Höhen und Tiefen, das ist nun mal einfach so. Ja. Und zwischendurch muss man ja sagen, einfach Knoten drauf. Es geht weiter und das, was man erlebt hat, darf nicht die sich einbrennende Angst werden, sonst lehnt es einen wahrscheinlich. Ja. Schon hätten wir bei keinem Projekt weitergemacht, weil es gab ja immer irgendeinen Knoten. Ja. Immer. Aber das hat sich mal gelöst und dann hat man diese Freiheit auch einfach sich genommen und sagen, wir machen das jetzt, warum nicht? Es war ja auch egal. Ich meine, was soll uns passieren? Ja? Ich meine, gut, okay, an mir hängt jetzt keine Familie mit Kindern. Ja? Wäre vielleicht auch was anderes, wenn ich jetzt an andere denken müsste. Ja? So waren es immer nur Freunde, die irgendwie finanziell drin hingen. Da habe ich natürlich auch schon dran gedacht, okay, das soll jetzt auch funktionieren, nicht, dass die dann am Tropf hängen und so. Aber für mich persönlich war das nie ein Thema. Also ich habe gedacht, okay, ich lebe in Mitteleuropa, es kommt so das Wasser aus dem Hahn und irgendein Bett werde ich schon finden, ja, und zu essen kriege ich immer was. Und man fällt ja so aus diesem System nicht raus. Natürlich, klar, wenn man so viele Jahrzehnte irgendwie gut vernetzt ist und so
lebt, wie man lebt, dann ist man eigentlich gut aufgehoben, ja, wenn man korrekt ist oder... Ja, schön. Ja. Ja, wenn man korrekt ist, wenn man klar bleibt, wenn Ja. man bei sich bleibt, Ja. wenn man ehrlich bleibt, Ja, richtig, genau. authentisch. Das ist auch wichtig, ja. Wir haben uns auch immer so einen Spaß gesagt, so entweder das funktioniert oder ab nach Panama. Oh, wie schön ist Panama, ja. Ja, dann packen wir unser ganzes Gerümpel zusammen und machen ein großes Floß und hauen auf den Rhein ab. Ja, so ging es dann. Ja, herrlich. Ja. Ihr kennt ja sicherlich die Pippi Langstrumpf. Ne? Ja, Richtig? genau. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, sei Pippi, nicht Annika. Ja. Also genau. geh weiter. Süß, ja, geh weiter. stimmt. Ja. Finde ich ganz schön. Thorsten, was mich interessieren würde, ist, es ist natürlich eine Sache, Räume zu gestalten, ja, und wirklich zu sagen, so wollen wir es dekorieren und die Sachen alle sehr liebevoll zusammenzutragen von überall auf der Welt. Aber das andere ist dem Ganzen ja auch wirklich so diese Seele einzuhauchen. Wirklich so, dass jemand wie ich sagt, bei euch ankommen, ist bei euch ankommen. Was glaubst du, ist da so das Entscheidende? Dass wir beide einfach ganz normal uns bewegen und alles auch gemeinsam gestalten. Also ich denke auch, dass viele Mitarbeiter auch viel von uns gelernt haben, wie wir leben. Also sie setzen uns gar nicht hoch an, sondern wir leben miteinander, wir haben Spaß zusammen, wir scheuen auch nicht eine Arbeit oder wir können das putzen, wir können das was zubereiten oder wir machen da richtig mit oder ich baue eine Terrasse auf oder da gab es noch nie Unterschiede. Und das ist einfach ich denke mal, dass es mit rüber geht zum Personal. Ja, also einfach das Machen. Ja? Das Machen, ja, einfach. Das Authentische, Walk the Talk, wie es immer so schön heißt. Ne? Es ist eigentlich eine Big Family und trotzdem hat es seine Strukturen. Jeder weiß irgendwie, ich muss mich darum kümmern und es ist mein Bereich. Und auch dieses Mein Bereich gibt es ja eigentlich bei uns auch nicht. Ja? Das ist so ineinander fließend. Ja? Also das ist ja auch in der Bar so. Ja? Die Rezeption schottet sich da nicht ab. Wenn die sehen, die sind gerade im Druck, dann helfen die alle mit. Also und das ist schon schön. Also die sind alle irgendwie nett miteinander. Ja, ist ja auch ein sensationelles Team, muss man ganz einfach ja. sagen. Wenn man reinkommt, das zweite Mal wird man schon geknuddelt, herzlich empfangen. Ja, also wenn man quasi jeden Tag da, das ist ganz Die toll. haben die auch alle erst lernen müssen, weil sie ja eigentlich aus der konservativen Hotellerie kommen. Ja, aber ich denke, wenn man hat das in sich, dann auch diese Herzlichkeit, ja, dass man Die sagt... kommt, ja, aber dass dieses freie so, Leben, das Duzen und mittlerweile tun Mitarbeiter jetzt auch schon ihre Bankangestellte duzen, also so, oder wenn sie auf die Bank gehen oder so, weil sie es einfach so drin schon haben. Das ist schön zu hören. Ja. Das ist einfach so dieses... Herrlich. Wie geht denn ihr mit diesem Du und mit dem Sie um? Das ist ja auch mal so eine Sache. Ja, für mich war das eigentlich klar. Der erste Moment, wo mir mich gesitzt hat, habe ich gewusst, ich bin alt. So, ja. Ja, aber das war dann irgendwie witzig. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich in der Ebene. Aber draußen in der Welt kommst du ja immer irgendwie im Du an. Ne? Da ist die Distanz irgendwie nicht. Du wirst irgendwie anders, du kommst da anders an. Und bei uns ist diese Distanz in bloß nicht so nah und wahrscheinlich auch die Ängste, ja? Dass man den anderen zu schnell erkennt. Ich weiß es nicht. Ja. Und es ist einfach persönlicher und ein bisschen freier. Und wir wollten ja hier auch, wir sind am Rhein direkt, eigentlich fast im Fluss und alles andere gibt es ja schon. Ja, und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist jetzt unser Ding. Und ich hätte gern, dass jeder geduzt wird. Und man kann das ja auch ein bisschen in der dritten Person machen, wenn es nicht so krass... Dass ihr euch... Wenn man dann merkt, okay, der ist jetzt 85, den knacke ich jetzt nicht so schnell. Ja, Ja, aber es passiert aber auch im Hotel auch, dass es auch, weil sie es so konsequent auch durchziehen, unsere Mitarbeitern, dann ist es völlig dann auch normal. Und dann ist es für die auch... Ja. Das ist auch die Art und Weise, wie ihr die Verbindung schlagt. Ne? Also das ist ja auch immer nicht nur eine Kommunikation, ja, also zu kommunizieren, wir haben hier dieses wunderbare Hotel und das hat das und das und das, sondern da seid ihr ja auch schon sehr verbindlich, ja, also sehr einladend. Ja? So dieses, wir wollen hier Brücken schlagen, ja, wir wollen, dass hier Freunde mit Freunden quasi unter einem Dach zusammen sind. Wenn man sind. reinkommt, ist es anders. Einfach das Gefühl hat man ja schon mal, dass man dann, auch der Ort, der ist ja auch schon mal... Ja, es ist die Lage. Ja, ich meine, Mannheim ist toll. Ja, also es ist eine schöne Energie, zwischen zwei Flüssen zu leben und halt wirklich immer doch die Welt draußen zu spüren dadurch, durch den großen Hafen. Ja, das weiß ja auch niemand. Ja, und es ist auch schön, so einen Hauch
von Freiheit zu haben. Ja. So der Lebensfluss, gell? Ich habe hab so den Eindruck, ihr seid in der Stadt mit den 2 Flüssen richtig gut aufgehoben. Ja? Sehr, Weil es eben auch so, wie ich das so raushöre, so euer Lebenskonzept ist, zu sagen, ja, wir werfen uns auch in den Fluss des Lebens. Ja, wir gehen mit dem Fluss. Und wenn unsere Intuition jetzt sagt, jetzt kommt das neue Projekt Not the Same, machen wir das. Ja? Und wenn die Intuition in diesem Lebensfluss ist, zu sagen, jetzt werden wir aus Versehen Hoteliers, dann machen wir das. Ja, prima. Das eine ist ja so quasi die Freiheitlichkeit, in der man lebt und die Freiheitlichkeit, in der man es auch anbietet. Ja, eben auch mit einem selbst in Kontakt zu sein. Dazu gehört ja dann auf der anderen Seite auch das Thema Abgrenzung. Ja. Habt ihr das mal reflektiert für euch? Ja, das ist eigentlich durch das, man liegt ja da wie ein offenes Buch. Ne? Und da kann auch jeder drin rumblättern. Irgendwann sagt eine Freundin zu mir, mein Gott, bist du da nicht so verletzlich dadurch? Ja. Ne? Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? Im Grund weißt du ganz schnell, wo du dran bist. Ja? Bei jeder Situation, bei jedem Menschen. Und irgendwie muss man sich gar nicht selbst abgrenzen, das machen die anderen. Ja, so wie sie mit dir und deinem Leben umgehen, ja, und mit deiner Intimität letztendlich, ja, so die persönlichen Dinge zu wissen. Klar rennt man jetzt nicht rum und erzählt alles, ja, von sich, aber wenn jemand eine Frage stellt, dann sage ich, das gibt es keine Geschichte, es war die Wirklichkeit. Und da, ich glaube, durch diese Öffentlichkeit oder durch diese Öffnung grenzt man sich automatisch ab, weil die anderen einfach durch ihr Verhalten sich dann sowieso separieren. Ob sie gut mit dir umgehen oder schlecht mit deiner Art zu leben oder deiner Art zu arbeiten oder zu denken, zu fühlen. Ja. Das heißt, du bleibst klar und lässt die anderen sich einsortieren. Ja, ja. Und das ist auch schön. Ja, es kommen ganz tolle Momente dann auch. Ja, viel mehr Momente, die man eigentlich, wenn man sich abgrenzt, nicht hätte. So. Auch da der Mut, gell? Die Angstlosigkeit, ne? Zu sagen, ich bin erstmal präsent, Ja. ich bin aber auch klar in meiner Präsenz. Ja. Ja? Ja. So. Weil die anderen auch was anderes wahrnehmen von uns. Ja. Es ist Das einfach. ist ja das, auch von außen ist der Gedanke. Es gibt ja auch nicht die eine Wahrheit. Es gibt ja nicht die Ja, eine ja, Wahrheit. ja, 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 nicht ja, die ja, eigene ja, Wahrheit und nicht die ja, Wahrheit der ja, anderen. Ne? ja. Das ist irgendwie so. Ja. Ach, wenn ihr es euch wünschen dürftet, wie würde es denn hier so mit dem Speicher 7 weitergehen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da würden wir gerne selber weiter dran noch arbeiten oder feilen? Also für mich ist es der perfekte Ort, aber wenn ihr das jetzt so drauf schaut, ihr schaut ja noch mal ganz anders. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da haben wir den großen Traum, so soll es weitergehen? Ach, der große Traum ist eigentlich schon die ganze Zeit da, aber so ein Hotelboot wäre ja noch witzig. Ja? Ein Hotelboot? So, Ja? das wäre. Wir haben ja nur 20 Zimmer. Kennst du Da hätte man gleich mal noch 20 dazu, ja? Und schwimmen Kennst du dann, die ne? Idee schon, oder? Wir haben immer so ein paar Ideen oder wir, was machen wir, Dependance, was träume ich oder spinne ich mir gerade so recht in Marrakesch oder so, weil da auch viel entstanden ist von hier. Ja. Dass es einfach eine ganz, ganz kleine Version nochmal von dem Speicher dann nochmal woanders gibt, weil da sich das Leben auch gefüllt hat, den Speicher gefüllt hat in Marrakesch auch. Ja. Da kamen unsere Gespräche, unser Machen, unsere Einrichtung, wie wir da über die Medina gerast sind und haben da eigentlich Ja. uns Sachen machen lassen, ohne Verträge, ohne irgendwelche Absprachen, nur mit Handschlag und von dem so viel, von dem so viel. Und es hat auch alles wunderbar geklappt und so haben wir immer einen größeren Bezug zu dieser Stadt bekommen. Ah, ja. Von den tollen Menschen und von den Mythos der Stadt. Sowas schwärmt uns immer so im Kopf rum. Ja. So Ja, es ist ja auch ein gutes Arbeiten gewesen auch. Ja, also, auch mit der Art der Islam ist ja da poetisch. So, und die haben alle noch irgendwie, oder ich weiß ja nicht, war ja jetzt nicht in allen islamischen Ländern, aber die langen sich immer aufs Herz, wenn die irgendwas abschließen und du kannst dich darauf verlassen, dass es stimmt. Da gilt der Handschlag, ja? Ja. Ja, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, das war. Also hier ist alles angekommen und war auch so wie dort besprochen. Großartig, aber letzten Endes ja auch die Zusammenarbeit mit Investor oder mit Freunden oder wie auch immer, war ja jetzt ja auch nicht gerade die formellste, ne, wenn ich das so zwischen den Zeilen raushöre. Gar nicht.
Nee, es war immer so ein Ritt über die Rasierklinge, wie wir immer sagen. Ja? Sondern, ja, und wir standen einmal vom Kontoauszug drucken und haben gesagt, ach Gott, kommt's jetzt, kommt's jetzt. Scheiße, das Geld ist noch nicht da. Aber irgendwie ging es dann immer weiter. Ja. Fantastisch. Habt ihr irgendwelche Vorbilder? Also jemand, der euch inspiriert? Irgendwelche Persönlichkeiten? Irgendwelche Geschichten, die ihr gelesen habt? Seid ihr so groß geworden? Habt ihr euch gemeinsam so entwickelt? Ach ja, gut, ich meine, wenn du so Biografien liest oder Ja. so, dann da bleibt dir das eine oder andere immer hängen. Ja? So, wo du denkst, ach Gott, guck mal an, hätte ich nie gedacht, dass die das erlebt hat oder der. Ja. So, und strahlt trotzdem darum, ja, und macht ihr Ding. Oder ja, es ist toll. Also ich habe das gern so Biografien zu lesen auch. Und, Ja? Ja, und ja. Welche hat dir besonders gut gefallen? Gibt es eine, wo du sagst, die hat mich besonders Also, inspiriert? ja, das spirituelle Leben, spirituelle musikalische Leben von, ach Gott, scheiße, wie heißt er? Das fällt er mir nicht ein. Oh, ich liebe den, der eine Beatles, wie heißt er? Harrison. George Harrison, genau. Wie toll, Ja, wie toll. Ja, ja. klasse. Wenn der eine gerade nicht weiter weiß, macht der andere weiter. Ja, Wunderbar, das ist wirklich so. Ja, schön. Ja, Gut. Ich habe es ja eh nicht mit Namen und dann. Ja. Ne? Und dann frage ich dich Der so. kennt sowas. Deswegen funktioniert es auch so gut, weil wir uns ergänzen, total. Ja? Wir lassen uns eine Riesenfreiheit. Ja. Wir haben noch nie über Zahlen geredet. Nein? Noch nie. Keiner von euch beiden. Also Nee. untereinander, nee, wir haben Nee? da unsere einmal jährlich beim Steuerberater, Ja, aber klar. dass der Jürgen jetzt das sagt, oder dass er die Umsätze weiß, Ja? oder Weiß dass er ich nicht. weiß, was er will, das sind wir frei. Ja? Ja? Wir sind, ja. Ist mir auch egal, Hauptsache es ist Geld da. Ja, so, ja. Und, ja, es ist, Wunderbar. Das heißt, manchmal gibt es ja einen, der ist ein bisschen mehr intuitiv, emotional. Der Ich kümmere mich dann mehr so um dieses ganze Background. Ah, das schon, ja? So, das So. schon. Aber wir tauschen uns dann nie. Also wir machen einfach. ja. Und wir sind froh, wenn er sagt, er geht jetzt an den Weiher und Yoga, dann denke ich, ja toll. Ja. Und ich gehe nach Hause, lege mich auf den Sofa und bin auch. Also das ist, Ja. da Also- sind wir frei und das ist wunderschön eigentlich so zu. Wir haben keine Marketing, da reden wir gar nicht drüber, über Konzepte, über irgendwelche Nee. Sachen. Wir machen einfach. Jeder macht und ja, wir korrigieren uns gar nicht manchmal. Also wir sind, Ja, es ist gut, es ist alles im Fluss. Wie schön. So, ja, ja. Thorsten, gab es bei dir irgendein Vorbild? Also jetzt, ach, Vorbilder direkt auch. Ich lese auch viele Biografien. ja? Aber eigentlich bin ich einfach so so ein direktes Vorbild ist einfach mein früherer Arbeitgeber so ein bisschen. Ja. Auch einfach Mut gehabt, was gemacht und getan und war mehr auch in der Immobilienbranche tätig. Aber Ja. diese Spontane, dass eine Idee dann entwickelt werden kann. Weil wir kommen ja aus normalen Elternhäusern, also das war das normales Leben, aber dass man so Sprünge macht, Ja. gab es eigentlich gar nicht. Das haben wir auch ein bisschen lernen müssen, dass wir diesen Mut bekommen und dass wir dann einfach das machen, ohne dass was passieren kann oder was Negatives passieren kann. Ja. Und es macht ja auch Spaß. Und dann machen wir es eigentlich auch, weil manche Sachen uns gefehlt haben. Wie wir ein kleines Café aufgemacht haben, weil wir tolle Frühstücksprodukte anbieten wollten. Weil wir eigentlich auf die Qualität, da ging es gar nicht um die Zahlen oder jetzt um das durchzukalkulieren, sondern dass eigentlich ein tolles Brot wieder auf dem Tisch steht. Dass dieses ganze Tiefkühlgeschichte, die da aufgebacken wird morgens, dass es weg Ja. ist oder abgepackt oder Marmelade, sondern schöne, tolle Sachen, die wir eigentlich auch selber daheim haben. Und dann sollte man die auch, das ist unser Weg, dass wir das auch weitergeben. Finde ich so schön. Man soll auch immer nur das verschenken, was man selber gerne geschenkt bekäme. Das ist ja schon das Gleiche. Ne? Aber das ist so, was ich bei euch so raushöre. Und ich finde es so bewundernswert, wirklich die Art und Weise, wie ihr erstmal mit euch selber individuell umgeht. Ja, wie ihr dann halt eben auch sagt, wir wollen miteinander, ja, zwischen uns, mit anderen, auch eine große Klarheit haben, wie wir miteinander umgehen. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und ich persönlich glaube, das ist eins eurer, abgesehen eben von dem schönen Umfeld, optischer Natur, das große Geheimnis. Ja, und das muss man erst mal so haben. zu sein. Ne? Ja. Ja. Ich freue mich so riesig. eine Ich freue mich so Antwort drauf. riesig. Ja, ich freue mich so riesig. Und ich freue mich auch noch mehr, dass ich euch hoffentlich ganz bald wiedersehe. Und mich weiter da so herrlich inspirieren lasse. Mal gucken, welche Biografie ich bis dahin gelesen habe. Da geht es jetzt weiter. Ich danke euch ganz herzlich. Ich danke euch auch ganz herzlich, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, mit dem gesamten Team und hier bei euch drehen dürfen. Bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Und ja, ich bleibe ganz nah an euch dran und gucke, wo der Fluss des Lebens euch so hinführt. Und vielen, vielen Dank, dass wir euch hier heute haben durften. Ja. Dankeschön. Danke. Danke. Dir auch. Ja. Vielen Dank. Auch.
Und Ihnen zu Hause, ich danke Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren und wir freuen uns ganz riesig, wenn Sie mal wieder bei Inspire Tomorrow dabei sein sollten. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und eine ganz gute Zeit.